Vom Einzeltermin hin zu einem automatisierten Online-Business. Unterrichtest du gerade Musik oder Sprachen, bist Coach, Therapeut oder Heilpraktiker und dein Einkommen hängt immer davon ab, wie viel Zeit du gerade mit deinen Kunden verbringst. Kein Urlaub ohne Verdienstausfall, keine Skalierung, kein digitaler Nomade möglich, Stress pur. Und du bist immer darauf angewiesen, dass Kunden zu dir kommen und wieder neu bei dir 1:1 mit dir arbeiten. Aber was wäre, wenn du ein Online-Business aufbauen würdest? Es arbeitet automatisiert rund um die Uhr, während du Zeit mit deinen Kindern verbringst, endlich mal ein schlaues Buch liest oder einfach etwas mal für dich tust. Genau das ist möglich und in diesem Video zeige ich dir wie. Ich habe mein Online-Business so aufgebaut, dass es für mich arbeitet, mit nur 25 Stunden die Woche. Denn ich bin alleinerziehende Mama und hatte deswegen immer nur Zeit, bis mein Kind aus der Schule kommt. Und du kannst das auch. Bleib dran und erfahre, wie du dein Wissen in ein skalierbares Online-Business verwandelst, ohne 1:1 arbeiten zu müssen. Teil 1, das Problem Zeit gegen Geld. Wenn du aktuell als Lehrer, Therapeut oder Coach arbeitest, dann weißt du, dass es im Moment nur die eine Form von Tätigkeit gibt. Entweder du arbeitest oder du hast Verdienstausfall. Hier ist keine Skalierung möglich, weil dein Tag nur 24 Stunden hast und du hast immer die gleichen Kunden und immer die gleichen Einnahmen. Es sei denn, du erhöhst die Preise für die gleiche Stunde. Eventuell brechen dir dann die Kunden weg und du weißt nicht, wie du den Weg hier aus dem Hamsterrad rausfinden sollst. Und genau hier kommt die Automatisierung ins Spiel. Automatisierung heißt nicht, dass das Ganze unpersönlich sein muss. Im Gegenteil, du nimmst einfach einmal dein Wissen auf und begeisterst deine Zielgruppe. Mit Online-Kursen kannst du das Ganze automatisieren. Du kannst dein Wissen sozusagen outsourcen. Immer genau das, was deine Kunden als erstes wissen müssen, kannst du als Kurs rausgeben. Die ersten 2, 3 Schritte, die immer wieder mit dir 1:1 durchleben, als erste Online-Kurse. Und dafür musst du die Welt nicht neu erfinden. Das können einfach deine ersten kleinen Schritte sein. Als Minikurs. Teil 2, warum Minikurse der absolute Gamechanger sind. Jetzt denkst du vielleicht, Online-Kurse, das klingt nach unglaublich viel Arbeit. Dafür muss ich irgendwie Videos produzieren, mich irgendwo ins Studio setzen und noch einen Cutter buchen, um diese Kurse aufzunehmen. Außerdem habe ich überhaupt keine Zeit, 30 Stunden jetzt irgendwelche Videos aufzunehmen. Und genau deshalb gibt es die Minikurs-Methode. Minikurse sind kompakt und du kannst sie in wenigen Tagen erstellen. Denn das Wissen, was du gerade in deinem Kopf hast, das brauchst du jetzt nur noch einmal raushauen. Sie sind perfekt für deine Kunden, weil sie ein klares Problem lösen. Und zwar eine kleine Lösung. Nicht alles gleichzeitig, sondern nur das, was jetzt zum Thema Ukulele dran wäre oder zum Thema Frozen Shoulder oder zum Thema Wechseljahre. Nur die ersten Schritte, die mir aktuell weiterhelfen, wenn ich dieses Problem gerade habe oder gerade dieses spezifische Thema angehen möchte, also Ukulele lernen zum Beispiel. Minikurse verkaufen sich leichter, weil sie günstiger sind als größere Programme. Von einem Minikurs spricht man, wenn du ein Angebot von 4 bis 70 Euro hast. Ja, aber Jyotima, wie soll ich das dann in einen kleinen Kurs packen? Das ganze Wissen ist echt unbezahlbar. Wie soll ich das jetzt in einen Kurs packen für 70 Euro? Du sollst ja nicht wirklich das ganze Wissen rauspacken, nur diesen ersten Schritt. Stell dir vor, dein ganzes Coaching ist eine große Sahnetorte, eine Schwarzwälder Kirschtorte mit ganz viel Kirschen drauf. Und die ersten Schritte sind diese kleinen Kirschen. Das ist dein erstes SOS-Care-Paket. Das ist dein erster Schritt, den du jetzt als eine Art Mini-Online-Kurs rausgeben solltest. Also die ersten Schritte mit den Wechseljahren, die ersten Hilfestellungen bei den Wechseljahren oder diese 10 Übungen, mit denen du sofort aufhörst zu schwitzen. Minikurse finanzieren sich durch dein Marketing. Du hast sie einfach schnell an der Hand, kannst sie eben mal unter deinem Instagram verlinken oder in deiner Praxis mit auf die Seite packen, sagen, hier gibt es Selbstlernkurse. Die kann ich Samstag nachts um 1, wenn ich genau dieses Problem habe und nicht schlafen kann und genau danach Google, bei dir finden. Dafür muss das Ganze natürlich nach Suchwörtern optimiert sein. Deine ganze Webseite bzw. die Verkaufsseite für diesen Kurs. Du gewinnst Kunden und gleichzeitig baust du dein Marketing auf. Du gewinnst Follower, weil die sehen deine Angebote oder du schaltest Werbung. Und das Ganze wird immer größer und ist skalierbar, auch wenn du mal sagst, ich möchte jetzt 4 Wochen wirklich
meinen Laden zu haben. Punkt Nummer 3, Automatisierung. Der Umsatz läuft von selbst. Und jetzt kommt der Clou, die Automatisierung. Früher musste man jede Buchung manuell abwickeln. Du hattest vielleicht eine Anfrage, hast dann eine Rechnung geschickt, hast die Rechnung nochmal irgendwie hin und her geschrieben, bis du die Adresse hattest und dann irgendwann hast du die Rechnung geschickt und irgendwann 14 Tage später kriegst du dein Geld. Heutzutage kann das in einer Sekunde gehen. Ich kaufe einen Kurs, bekomme die Zugangsdaten, bekomme den Kurs ausgeschüttet, da wo ich den jetzt erhalten kann, oder das E-Book wird sofort downloadet und ich kann sofort starten. Nachts um 1 oder sonntags um 3, wenn deine Zielgruppe nach dieser Lösung sucht. Dafür brauchst du natürlich einen Zahlungsanbieter. Ein Zahlungsanbieter wie Copecard, Digistore24 oder Applify. Diese Firmen sind Reseller, das heißt, die verkaufen für dich deinen Kurs. Du musst nur einmal das Produkt erstellen und derjenige, der dann kaufen will, drückt auf den Button, gibt seine Kreditkarte oder sein PayPal ein oder überweist mal eben das Geld und dann wird der Kurs freigeschaltet. Du musst weder jetzt am Handy sitzen und irgendjemanden seinen Kurs freischalten und du musst auch keine Rechnung schreiben im Anschluss und irgendwie sagen, ja, ich stelle dir das morgen frei, weil ich bin gerade an der Ostsee. Nein, das Ganze passiert automatisch. Bei mir funktioniert das so. Erstens, ein Kunde sieht meine Werbung oder folgt mir auf Instagram oder hier auf YouTube. By the way, folgst du mir schon? Dann abonniere doch gerne den Kanal, denn hier gibt es so viele Tipps und ich bin so froh, dass dieser Kanal hier gerade wächst. Und wenn dir das gefällt, hinterlass doch gerne mal ein paar Daumen hoch und auf jeden Fall ein Abo auf diesen Kanal. Zweitens, er bucht meinen Minikurs direkt auf einer Verkaufsseite. Das heißt, der erste Schritt ist bei mir nicht, komm zum Gespräch, sondern buche einen Minikurs, erfahre mehr darüber, erhalte vielleicht auch schon die erste Lösung und starte sofort. Ich finde das mega, wenn jemand mir sagt, ich bin jetzt irgendwie seit 48 Stunden dabei und mein Minikurs ist auf jeden Fall schon draußen. Großartig. Drittens, das System sendet automatisch die Zahlungsinformationen, also Rechnung und Zugangsdaten und wo man den Kurs bekommt. Viertens, während das System für mich verkauft, arbeite ich derweil an neuen Projekten. Ich bin schon wieder bei der nächsten Kurserstellung. Soll es jetzt ein Kurs sein über Webseite oder über Sachbuch schreiben? Ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen. Und so baust du dein eigenes passives Einkommen aus. Das heißt, die Schritte gehen alle automatisch. Jetzt brauchst du nur noch Follower, die sich für dieses Thema interessieren, von dem Thema reden, 2-3 Mal ein Reel machen oder eine Story machen, was du gerade wieder Tolles in deiner Praxis machst und dass es ja jetzt alles automatisiert in diesem Online-Kurs gibt. Also erzähl von der Kurserstellung schon ab Tag 1 und nimm die Leute mit auf die spannende Reise zu deinem wundervoll erstellten Online-Kurs. Und der kann erstmal wirklich auch dilettantisch sein. Hauptsache, die Übungen funktionieren. Hauptsache, der Kunde hat eine Lösung bekommen. Zuerst kannst du mit einem Drive-Ordner arbeiten und den Link dazu schicken, bis du später irgendwann den Kajabi-Mitgliederbereich hast und alles perfekt mit Clicktip verbunden ist. Fange erstmal einfach an. Du hast dir auch nicht beim ersten Mal gleich einen Porsche gekauft, als du dir ein Auto gegönnt hast, sondern es war wahrscheinlich ein Lada oder ein Fiat 500. Fazit: Online-Kurse verkaufen kann absolut Spaß machen, denn du hilfst tausenden Menschen weiter, kannst dein Wissen weitergeben. Erste Kunden buchen den Kurs und können ja dann immer noch zum 1:1 zu dir kommen. Oder du kannst ein Coaching-Angebot danach machen. Wichtig ist auch, dass du hier so eine Art Straße aufbaust. Was kommt danach? Ein erster Online-Kurs ist nett, aber was kommt danach? Was verkaufst du direkt im Bestellformular? Was verkaufst du als Upsell? Und womit können die Menschen dann direkt mit dir arbeiten oder weiter mit dir arbeiten, um dieses Thema, womit sie sich gerade befasst haben, noch intensiver zu lösen. Wenn ich einmal bereit bin, bei dir zu investieren, tue ich das vielleicht auch noch gleich ein zweites Mal. Also beachte den Upsell, beachte einen Sales Funnel und baue das Ganze dann immer professioneller auf on the go. Wie kannst du jetzt starten? Kannst dir mein Buch holen, Geld verdienen im Schlaf, oder meinen Minikurs in 24 Stunden, indem ich dir die Anleitung erkläre, wie du in 24 Stunden wirklich den ersten Kurs startest. Ich wünsche dir damit viel Erfolg. Starte das Jahr mit den ersten Online-Kursen und wenn du mehr wissen willst, weißt ja, wo du mich findest. Alles Liebe, deine Joshua. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.